Mann, warum ist das Spiel so verbuggt? Also es ist an sich ein ultra schönes Spiel, ne? Und man kann auch richtig coole Sachen machen, aber diese Bugs hier ständig. Ich kenn dich doch. Ach, und woher? Ja, sicher doch. Du musst der Dorftrottel sein. Hallo und damit herzlich willkommen zu diesem Rematch von dem gestrigen Video. Stronghold Crusader KI-Kampf mit dem König Ludwig, Safar, Bär und Richard Löwenherz. Ja, Freunde, ich will gar nicht lang reden. Es ist so dumm. Egal. Wir gehen sofort rein und dann erzähle ich euch, was denn genau passiert ist. Und dann könnt ihr ja über mich herfallen und ja, ich ertrage dann die Schande. Oh Mann. Also, wir sehen uns in-game wieder. Also, meine Freunde, was ist passiert? Ihr wisst ja, dass ich mehrere Stronghold Crusader Versionen habe und dadurch auch diese Stronghold Crusader Extreme oder Extreme Version mehrfach habe. So, die unterschiedlichen Stronghold Versionen sind auf verschiedenen Speicherplätzen, damit ich da halt sortieren kann zwischen meinem Paket, dem Paket, wo vom Crusader Pilaf die KIs mit drin sind, und dann habe ich nochmal eine extra KI. Da werde ich dann noch was anderes machen, aber das dauert noch ein ganzes Stück. So, was ist also passiert? Als ich gestern die Aufnahme gestartet hatte und das Spiel halt hier vorbereitet hatte, bin ich in den falschen Speicherordner reingegangen. Hatte zwar alles eingestellt, das lief ja, wie ihr auch gesehen habt mit den KIs, und die haben ja auch ja einen Mist gesagt und so weiter. Bloß was ich nicht gemerkt hatte, ist, dass ich nicht Stronghold Crusader Extreme gestartet hatte, sondern das ganz normale Stronghold Crusader. Und bei dem normalen Stronghold Crusader übrigens wirklich vielen, vielen lieben Dank an jeden Einzelnen, an Crusader Pilaf, an Krarilotus, an Nevikov, an ja, alle anderen, die da mir halt versucht haben zu helfen. Ja, was soll ich sagen? Es war einfach meine Schande. Das, also, weiß ich nicht. Ist mir noch nie passiert so. Wahrscheinlich, weil ich gestern einfach ein bisschen unkonzentriert war, ich weiß es gar nicht. Es ist ja nicht irgendwas passiert oder so, aber ich habe einfach null drauf geachtet, was ich hier gestartet hatte, und deswegen, ja. Der Grund dazu, ich erzähle es jetzt einfach mal für alle, die da gestern in den Kommentaren nicht mit drin waren oder gelesen haben. Die unterschiedlichen Versionen, also Stronghold Crusader und Crusader Extreme, haben halt ein unterschiedliches Einheitenlimit. Und was ich aber auch gar nicht gecheckt hatte oder auch noch gar nicht wusste, dass Rehe mit in das Einheitenlimit reinzählen. Was eigentlich komplett absurd ist, aber gut, es ist halt Stronghold Crusader, ne? Es ist halt ein Spiel von 2002. Was will man erwarten? Ja. Genau, und dadurch ich ja dann die normale Version gestartet hatte, sind hier immer wieder neue Rehe gespawnt, die haben sich halt fortgepflanzt, die sind hier auch rumgerannt. Jetzt rennen die ja gar nicht rum, beziehungsweise weiß ich nicht, ob die so kurz aufstehen, wenn die abgeschossen werden. Ansonsten
ja, na, aber die vermehren sich jetzt hier nicht. Also es sind ja hier immer die gleichen Anzahl von Rehe auf der Map. Hoffentlich. Und dann hält sich das halt alles so ein bisschen im Rahmen. Und die KIs haben ein höheres Einheitenlimit als im normalen Crusader. So. Und ja, wenn da halt dann zu viele Rehe gespawnt sind, dann ist halt das Einheitenlimit voll. Die KIs können halt keine Einheiten mehr ausbilden. Und somit ist dann halt, lol, die buddeln hier beim König Ludwig, alles klar. Und dann hängen die sich halt auf. Gut, na, also es liegt nicht an der Karte, das hätte ich mir auch gedacht, dass es nicht an der Karte liegt, sondern halt irgendwas mit der KI zu tun hat. Ich war halt sehr verwirrt, weil ich das noch nie hatte oder beziehungsweise nie den Grund dafür erfahren hatte. Ja, dass es dann halt so ein banaler Fehler ist. Ja, das ist für mich echt, also ich habe mir dann gestern schon gesagt oder so gedacht, als Crusader Pilaf in die Kommentare geschrieben hat, dass es wahrscheinlich daran liegt, dass ich die falsche Version ausgewählt hatte, dachte ich mir so, oh, nee, bitte, lass es an irgendwas anderem liegen, aber nicht an meinen Fehler. Und dann war es mir schon so, oh nee, hoffentlich habe ich die richtige Version ausgewählt. Und ich dachte mir so, oh, Mann. Und als ich das dann heute früh getestet hatte, ist mir dann aufgefallen, dass ich die falsche Version ausgewählt hatte. Ne? Also den normale Stronghold Crusader und nicht Extreme. Es ist für mich selber richtig peinlich. Ja, ich lasse jetzt die Schande über mich ergehen. Ich meine, gut, ich bin auch nur ein Mensch und ich mache auch Fehler, aber das ist so ein banaler Fehler. Also das ist schon, weiß ich nicht. Ich komme da irgendwie nicht so drauf klar, aber ansonsten, ja, hoffe ich, dass es jetzt funktioniert. Zumal ich das hier jetzt insgesamt 3-mal getestet hatte, das Spiel. 3-mal ist der Bug nicht aufgekreuzt. Und man sieht, denke ich, auch hier schon, dass die Rehe hier sich gar nicht vermehren. Und ja, sie bleiben sogar stehen, wenn die abgeschossen werden. Sonst stehen die hier immer raus und laufen ein Stück weiter. Ja, na, dann hoffe ich einfach mal, dass wir diesmal über 1224 kommen. Ach Mann, es tut mir echt leid. Es tut mir echt leid. Ich mache hier einen übelsten Aufstand für eigentlich so eine nicht vorhandene Sache. Ich lasse jetzt trotzdem das gestrige Video stehen für Leute, die halt auch das Problem haben und sich fragen, hä, was ist denn hier los? Warum spawnen hier keine Einheiten mehr? Vielleicht hat es auch noch irgendjemand anders und ist dadurch jetzt auch schlauer geworden oder so. Und ja, ich mache halt YouTube und da muss ich halt auch die solche peinlichen Sachen mal über mich ergehen lassen. Na? Gut, das war's an sich mit meiner Entschuldigung quasi, dass ich hier so viele Leute verrückt gemacht habe. Wir gucken uns jetzt den KI-Kampf hier nochmal komplett an. Ich hoffe es zumindest. Und ja, wir gehen hier hoch mit der Geschwindigkeit, weil den Anfang kennt ihr ja. Es ist ja eigentlich nur das Late Game, was jetzt quasi noch zu dem gestrigen Video fehlt. Ansonsten ist es ja genau gleich wie das von gestern. Plus, dass es vielleicht heute zu Ende geht. Ja, hier die Angriffe vom Safar. Hä? Wo bin ich denn? Sind komplett verpufft. Ja, die Angriffe sind natürlich mit komplett negativen Angstfaktor einfach irrelevant gegen die Burg vom Bären. Hier der Richard Löwenherz, der rennt hier ein bisschen durch die Flammen. Ich finde jetzt eigentlich, also wenn man das so anschaut, finde ich eigentlich die Burg jetzt gar nicht so stark mehr. Also klar, ich will das hier hinten noch ein bisschen umbauen, aber ansonsten die Feuerwerfer stehen
meistens hier hinten und die Einheiten knabbern dann hier und dann ist auch hier meistens der Durchbruch immer. Aber ja, na, also so schwach, oh nee, so stark oder so tanky finde ich die Burg gar nicht mehr. Aber sie wird auf jeden Fall überarbeitet mit den kommenden Burgen, die ich für den Safar erstellt habe, beziehungsweise erstellen werde. Ja, die Truppen vom König Ludwig sind natürlich auch sehr, sehr im Vorteil gegen den neutralen Angstfaktor Schwertis vom Bär. Genau, ja. Ansonsten, jemand hatte noch unten drunter geschrieben unter dem letzten Video, dass ich wegen der Farbe hier, es finden mehrere Leute, dass Hellblau besser zum König Ludwig passt. Also es sieht recht cool aus, ne? So mit den hellblauen Wappen so oder mit den hellblauen Kreuzen auf den Schildern von den Schwertis gefällt mir auch. Also ja, deswegen würde ich einfach mal sagen, ich lasse den König Ludwig jetzt einfach hellblau, weil es mich jetzt auch nicht stört, ne? Also mir persönlich ist die Farbe eigentlich relativ wurscht. Ja, also klar, dass er jetzt nicht irgendwie pink oder sowas sein soll, ist klar. Und auch nicht schwarz, weil der ja auch ein sehr gutherziger Herrscher ist. Oben ist schon wieder Heckmeck. Hier kommt ein Bocki durchgefahren, kriegt den Turm nicht eingerissen, aber ansonsten, ja, ist jetzt nicht allzu wildes. Obwohl der... Oha, wir gehen hier mal ein bisschen runter. Hier ist Durchbruch. Hier Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Ein König, der sich in der Burg versteckt, spricht wahrlich für sich. Doch verstecken muss ich mich. Oha, das sind hier schon ordentlich Truppen. Ja, was ich auch in dem letzten Video falsch gesagt hatte, Safar geht nicht auf Balanced, sondern auf Gold. Na? Also, das war der kleine zweite Fehler. Wow, also, hier ist Feuer, aber ja. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. So wurde ich besiegt. Und meine Knochen müssen in dieser elendigen Sandwüste ruhen. Das Timing vom Safar war einfach Premium. Eine Nachricht vom Safar. Ihr seid besiegt und nun werde ich euer gesamtes Volk niederstrecken. War einfach Gold wert. Auch die Target-Choice. Weil Richard Löwenherz greift an, sammelt Gold. Somit hat er mehr Gold als der Bär. Und dann lässt sich Richard Löwenherz einfach sehr gut auskontern quasi. Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Also, na? War echt erstaunlich. So, und jetzt gucken wir einfach mal, wie der Bär im 2 vs 1 zurechtkommt. Gut, der König Ludwig hat halt auch ordentlich getankt gegen den Bären hier. Wenn der Bär hier den weggeschnetzelt hätte, dann ja, wäre das natürlich eindeutiger gewesen für dieses Team hier drüben. Aber ja, die Burg hier ist dann ja vielleicht nicht so tanky, wie ich es eigentlich gedacht hätte, wenn die von frontal auf die Burgen drauf gehen. Oder wenn die von frontal auf die Burg drauf gehen. Ach Gott. Sondern die gehen ja hier so leicht von der Seite und deswegen hier schnell auf das Torhaus. Aber ja, die Truppenqualität merkt man dann einfach, dass die schon rein triggert quasi in den Kampf dann. Und ja, hier fällt das Torhaus. Jetzt kommen hier die Angriffstruppen vom König Ludwig und der spült halt einfach drüber, weil die Schwertis sind dem neutralen Angstfaktor vom Bär halt sehr überlegen. Aber gut, ja, dafür hat er ja auch eine etwas schwächere Wirtschaft. Dadurch die Arbeiter hier immer so viel Pause machen. Und ja, hier wieder Quantität statt Qualität. Was sehr cool ist, sind die Ramböcke hier. Die funktionieren echt gut. Sind ja die einzigen Belagerungsgeräte, die wirklich nie verbuggt sind. Eine Nachricht vom Bär. Und jetzt ist der Safar schon drin von 2 Seiten.
Aber er hat, denke ich, noch genug Truppen. 200 hat er. Ja, das sind noch genug Truppen. Also jetzt stoppt er noch nicht. Und er hat ja auch dann den Igel-Faktor. Hier, man sieht es ja. Hat ja dann +1. Ist das +1? Ja, ist +1. Dann, ja, und das ist ja hier normal jetzt. Ja, also dadurch er ja jetzt seine Notrekrutierung gestartet hatte, sind die Warnblinker trotzdem am Start. Man sieht es ja hier, jetzt sind sie alle wieder aus. Ja, ich denke, man hat, glaube ich, um die Zeit hier schon gesehen, dass der erste Bug aufgetreten sein könnte. Glaube ich zumindest. Klar, es lebte damals noch, oder da noch der Richard Löwenherz, der hat auch noch das Truppenlimit halt hochgehalten. Aber, ja, na. Ich weiß es nicht, Freunde. Ich mache hier so viele Leute verrückt und dann ist es halt einfach nichts. Ja, naja. Ist halt so, ne? Och Mann! Also ihr werdet, vielleicht werden sich manche hier fragen, warum heult denn der so jetzt so rum hier und na, ist doch nicht halb so schlimm oder so, aber mich ärgert das halt. Weil, ja, ich mag das halt auch nicht, wenn man so ja gut, ich wusste halt selber auch nicht so hundertprozentig, aber so offensichtliche Fehler, dass man halt einfach die falsche Version startet, obwohl ich halt eigentlich immer in der Extreme-Version spiele oder hier kämpfen lasse. Ja, naja, egal. Sei es drum. Sei es drum. Ja, hier sind ein paar Raids vom Bären, ein paar Ritter hier. Hier sind gar keine Eisenminen mehr da. Also, König Ludwig hat nur die 4 hier wirklich, die hier hinten im Hinterland stehen. Ansonsten, ja, nicht sehr viel. So, kommt vielleicht, es wär eigentlich mal ganz cool, so einen Doppelangriff von den beiden zu sehen, aber König Ludwig sagt sich, nö, braucht man nicht, kriegt man auch so hin, dann muss er es so hinkriegen. Na, aber die Bockys hier, die fahren hier wieder vor, rammeln hier schön das Torhaus auf, mal gucken, welches zuerst fällt, ich glaube das hier, ja, das wird zuerst fallen, jetzt ist es offen, hier drüben. Ne, hier ist kein Bocki mehr. Achso. Ja, jetzt kommen hier die ganze Flut von arabischen Schwertkämpfern rein. Mit -4 Angstfaktor gegen neutrale Schwertkämpfer. Ich meine, er hat zwar hier noch den Knummelbonus, da ja weniger... Alter. Oh, Scheiße. Wie viel Truppen hat er verloren? Nicht viel. Ansonsten, ja, er hat ja auch kaum Angreifer verloren. Verteidiger meine ich. Und deswegen, ja, merkt man schon den qualitativen Unterschied. Na, jetzt müsste eigentlich, ne, jetzt nicht mehr, dass der gute König Ludwig hier hinterherkommt und ihnen dann noch den Rest gibt. Gehen hier wieder hoch, machen hier das unten fort, weil das will ja niemand sehen. Sieht da kacke aus, ne? Ja, hier. Die 22 Sorti-Bogenschützen machen hier schon echt gute Arbeit. Vor allem bei den Minen hier oder bei solchen umkämpften, harten Ressourcenplätzen wie Stein und den Minenplätzen hier drüben. Hat halt Bär, ja, etwas höhere Schwierigkeiten als der König Ludwig, weil... Ja, na gut, haben beide Schwierigkeiten. Was soll der Flex quasi? Jetzt kommt der Bär raus. 4 Triebhocke stehen. 2 sind schon wieder kaputt. Hier stehen noch 2. Die Mangel schießt wo drauf? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber irgendwann muss ja doch auch mal wieder hier König Ludwig rauskommen, ne? 400 Truppen hat er jetzt. Weiß jetzt nicht genau, wann er das letzte Mal rausgekommen ist. Der gute Kerl. Aber ansonsten, der Ritter geht hier schön auf die Buddelsklaven vom Safar. Ja, werden hier wieder ordentlich zerklopft. Der Arm ist halt hier relativ, ja, sinnvoll. Baitet so ein bisschen die Schwertkämpfer.
bevor hier aufgemacht wird. Aber das Torhaus sollte jetzt hier fallen und da ist auch der Durchbruch. Aber ja, König Ludwig ist ja zu Hause. Er hat hier 380, 360 und das war's. Also 20 Truppen nochmal. Das waren jetzt vielleicht... Jetzt kommt er raus. Und kommt der Safar gleich mit hinterher? Nee. Wie viele Truppen hat der? Knapp 600. Müsste eigentlich bald auch rauskommen. Also König Ludwig könnte jetzt Safar mehr oder weniger weichklopfen und dann Safar den Rest geben. Ne, er will nicht so wirklich, ne? Hier kommen Sortislinger raus. Die Schwertkämpfer gehen hier ein bisschen auf die Außentruppen, um die wegzuschlitzen. Ansonsten wird hier an der Front ordentlich geknabbert. Ah, jetzt kommt Safar. Okay. 1214, ja. Gut. Jetzt wird hier schon ein bisschen... Also es sind nicht viele gefallen, ne? Jetzt ist hier aber der Durchbruch. Eieiei. Da könnte es wahrscheinlich... Ja, okay. Das sind viele. Das sind viele. Gucken hier, wo die Rammböcke hingehen. Oh, die gehen hier sogar auf die frontalen Türme, um die Mangel noch wegzumachen. Was natürlich gar nicht schlecht ist. Sind aber... Nachricht von Bär. Bedrängt mich nicht, oder ihr werdet es bereuen. Notrekrutierung. Hier sind noch ein paar Schwertis vom König Ludwig mit dabei. Hier die Armbrustschützen bolzen schon übelst drauf. Schwertkämpfer werfen sich hier in den Weg. Alter, kriegt er das noch abgewehrt? Er kriegt es noch abgewehrt. Heilige Scheiße. Eieiei. Ja, ich glaube, die brauchen auch nur... Brauchen die 3, 4 Bolzen oder so für so einen arabischen Schwertkämpfer? Oder noch weniger? Alter. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er sich nochmal abgewehrt bekommt. Aber somit kommen wir dem kritischen Datum von 1224 immer näher. Und die Gefahr steigt. Ja, was heißt die Gefahr? Also theoretisch dürfte ja der Bug jetzt nicht nochmal auftreten. Ja? Aber man weiß ja nie, was sich das Spiel gerade denkt und welche Fallen es mir heute wieder stellen möchte. Ja. Aber Respekt, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass hier Bär sich nochmal so gut zu verteidigen kann. Na? Respekt an den jungen Knaben, der schon sehr, sehr viel tanken musste. Und gut, diese haben auch nicht perfekt doppelt, also so einen Doppelangriff quasi gemacht. Was natürlich nochmal ein bisschen mehr Punch hätte als, ja, so ein bisschen verkleckert quasi. Ansonsten, ja. Ob Bär hier nochmal rauskommen wird, das mag ich ehrlich zu bezweifeln. Hat zwar mehr Truppen als König Ludwig, aber wenn... Jetzt kommt hier nochmal Safar. Und Safar wären halt auch immer mehr Truppen. Na, das ist halt dann irgendwann auch mal zu viel. Beziehungsweise irgendwann ist halt die Quantität dann auch besser als Qualität. Hier ist wieder... Also der kommt richtig gut durch hier an der Seite. Er kommt sogar an beiden Seiten durch. Okay. Nimmt jetzt wieder ein paar Angreifer mit. Zwar wenige, aber ja, Kleinvieh macht auch Mist, wie es so schön sagt. Oder wie es so schön heißt. Ja, er hatte über 300 Truppen oder mehr Truppen als König Ludwig. Jetzt hat er wieder weniger. Ja, ist natürlich dann irgendwann auch mal Ende Gelände. Ja, okay, man sieht's, ne? Man sieht den eindeutigen Unterschied.
ich denke, jetzt in dem Zeitraum ist es losgegangen mit dem Bug. Und ja. Na, diesmal habe ich extra darauf geachtet, dass ich die richtige Version nehme. Und genau, na. Die ein bisschen putzig hier, der eine Trivok, der kann hier so immer auf den einen Steinbruch hier mit ballern. Was auch nicht gerade so günstig ist für den König Ludwig. Was ihn natürlich auch ein bisschen bremst mit seiner Angriffskraft. Hier sind irgendwie gar keine Verteidiger drauf. Die stehen wahrscheinlich alle hier rum. Aber, naja, gut. Das mit den Verteidigern, Positionen, das ist ja auch ein Mysterium für sich, dass hier auch mit den Feuerwerfern oder so da mal mehrere Feuerwerfer stehen und manchmal gar keine. Ansonsten, ja, na, Bär könnte, denke ich, hat, ja, fast gleich viele Truppen als der, oder nicht als, wie der König Ludwig hier. Aber er könnte dennoch einen Angriff noch starten. Also, die Truppen hat er auf jeden Fall dafür. Kommt, glaube ich, so bei 450 oder so, glaube ich, raus. Weiß ich jetzt nicht ganz genau, wann der genau rauskommt. Ansonsten, ja, muss man mal schauen, wie viel er hier noch getankt bekommt, beziehungsweise ob er sich denn genauso doof auskontern lässt wie Richard Löwenherz. Gut, das war halt auch einfach ein arschgutes Timing vom Safar. Muss man einfach den Hut ziehen vor dem Knaben. Ja, mal sehen, wann hier der nächste Angriff kommt. Ich wollte jetzt nicht in den Speed-Up gehen, weil der hier die 2 oder er ja bald wieder angreifen sollte. Und dann geht's ja relativ Schlag auf Schlag. Eigentlich müsste jetzt Bär angreifen. König Ludwig muss ihn abwehren oder beschäftigen. Und wenn ja, Bär rauskommt, muss Safar angreifen. Mal sehen, wann er hier rauskommt. Der gute Fratz. 700 Truppen hat er auf jeden Fall. Gehen hier mal ein bisschen runter. König Ludwig hat 370. Jetzt kommt Safar raus. Wir gucken aber erstmal hier, wie es hier ausschaut mit dem König Ludwig. Er verliert ein paar Truppen, aber spült trotzdem einmal drüber. Und jetzt hier auf der Seite. Ramböcke werden aufgebaut. Oh, die Karawane. Oh, du Scheiße. Alter Falter. So, wann wird gebockelt hier? Hier wird gebockelt. Hier drüben wird auch gebockelt. Alle Truppen schalten um. Eine Nachricht von Bär. Bedrängt mich nicht, oder ihr werdet es bereuen. Bär fühlt sich bedroht. Ein paar Truppen laufen wieder außen rum. Weiß nicht, ob das so schlau ist. Aber, ja, hier arabische Schwertkämpfer knüppeln sich schon arschgut und setzen sich durch und das war's. Das war's für den Bär. Das sollte es gewesen sein. Er kämpft, wo steht er denn? Ich sehe ihn gar nicht. Ach, dort hinten steht er. Hier hat einen starken Lord natürlich. Hey, nicht wieder abwählen. Aber ja, das sind dann einfach zu viele. Irgendwann, wie ich schon sagte, übernimmt die Quantität statt die Qualität. Er kämpft und fällt. Von Bär. An diesem Tage entscheidet ihr über mein Schicksal. Ich bitte nicht um Gnade, aber bedenkt, auch über euch wird eines Tages gerichtet werden. Eine Nachricht vom Safar. Ihr seid besiegt und nun werde ich euer gesamtes Volk niederstrecken. Der Safar holt sich hier beide Kills und ja, Bär hat hier die Wirtschaft. 272.000 Gold. Das ist schon echt heftig.
Richard, gut, der ist ja auch 30 Jahre vorher gestorben. 30 Jahre. Hier die beiden, also sind gar nicht mal so weit auseinander. Also gerade mal rund 30.000 Gold. Wäre natürlich am meisten Stein, danach Safar, 100 weniger. Auch am meisten Eisen. Ja, genau, da merkt man dann halt den positiven Angstfaktor von König Ludwig. König Ludwig hat 3554 Waffen. Aber gut, die Waffenproduktion ist natürlich auch heftig. 306 Gebäude. Nicht schlecht, Herr Specht. 4000. Danach kommt König Ludwig und 2200 hat nur Bär. Oder was heißt nur? Es reicht aber, um so viele Angriffe halt abzuwehren. Richard hier mit 862. Bisschen abschüssig, ne? Aber gut, ist halt so. Ja, Freunde, das war das Rematch. Wie gesagt, vielen, vielen Dank an jeden, der mir da versucht hat, gestern zu helfen. Sorry nochmal, dass ihr euch dann gestern diese kleine Blamage von mir anschauen musstet. Ich hoffe, dass vielleicht noch ein paar daraus lernen konnten, wie man das halt macht, worauf man da achten muss. Vielleicht ist es hilfreich für den einen oder anderen. Man weiß ja nie. Ansonsten würde ich sagen, das war Burg 7. Ihr könnt gerne dazu noch in die Kommentare schreiben. Gestern in dem Video hatte ich es halt dann nochmal näher drauf gegangen, was so die Besonderheiten sind und so weiter, was ich mit dabei gedacht hatte. Wenn ihr euch das angucken wollt, dann guckt da gerne mal in das gestrige Video rein. Müsst ihr auch nicht bis zum Ende gucken. Ja, ist ja, genau. Ansonsten sind wir jetzt bei Burg 6 und das war's, denke ich, mit dem Video. Ein Rückgame-Match mache ich jetzt nicht, weil ihr habt ja jetzt quasi zweimal das Spiel oder dreimal das Spiel gesehen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst wirklich gerne eine Bewertung da. Würde mich sehr freuen. Und ansonsten lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund und tschüssi.